kommen zu einer Yoga-Praxis heute, die uns Ruhe und Gelassenheit bringt. Was du brauchst, sind die Blöcke und einen Gurt. Wenn du keinen Gurt hast, dann nimm wieder einen Gürtel oder ein Handtuch oder ein T-Shirt als Armverlängerung. Wir beginnen im Liegen. Komm langsam in deine Rückenlage und wähle für dich, wie du liegen möchtest. Entweder die Beine ausgestreckt. Wenn du deine Beine ausstreckst, dann öffne deine Beine etwas mehr als hüftbreit und lass die Füße ganz entspannt nach außen fallen. Und leg deine Arme entspannt neben dir ab. Du kannst deine Füße auch aufstellen. Wenn du deine Füße aufstellen möchtest, dann stell deine Füße fast mattenbreit auf und lass deine Knie zueinander sinken. Du kannst aber auch, wenn du möchtest, deine Fußsohlen aneinander legen und deine Knie nach außen sinken lassen. Finde eine für dich angenehme Position. Wenn du magst, kannst du das Gesäß noch mal ein bisschen anheben, es Richtung Füße schieben und dann wieder ablegen. So kann dein Unterrücken etwas breiter aufliegen. Schau, dass deine Schultern nochmal wegziehen von den Ohren, deine Achselhöhlen frei sind und dein Nacken lang. Und dann schließe sanft mit deiner Ausatmung die Augen. Lass deine Augenlider ganz sanft auf den Augäpfel ruhen. Spanne dein Gesicht. Glätte deine Stirn. Dann atme sanft über die Nase ein und über den Mund aus. Über die Nase ein und über den Mund aus. Nochmal über die Nase ein. Und tief über den Mund aus. Lassen wir den Atem langsam in die vollständige Atmung hineinfließen. Dazu atme zu einem Drittel in deinen Bauchraum hinein. Dann fülle deinen Brustkorb, deine Rippen nach außen. Und dann atme
in deine Schlüsselbeine, in deinen Brustkorb hinein. Und wenn du vollständig eingeatmet hast, halte den Atem für einen Moment an. Ohne große Anstrengung. Schau, dass dich das Atemanhalten nicht quält. Und dann atme über den Mund aus. Wenn ein Geräusch dabei kommt, lass das Geräusch entstehen. Und dann atme wieder ein in den Bauchraum. Zum Drittel deines Atemzuges fülle deinen Bauchraum. Fülle deinen Brustkorb, deine Rippen. Fülle deine Schlüsselbeine. Halte den Atem für einen Moment. Ganz frei, ohne Anstrengung. Wenn es dir unangenehm ist, atme für dich wieder aus. Und dann atme aus über den Mund. Noch einmal atme ein in den Bauch zu einem Drittel hier. Dann in deine Rippen, sodass der Brustkorb sich nach außen weitet. Dann in deinen Brustkorb und in deine Schlüsselbeine. Halte den Atem wieder an. Für einen Moment. Ohne dass du Enge verspürst. Ohne dass es irgendwie anstrengend oder komisch wird, den Atem anzuhalten. Und dann atme über den Mund wieder aus. Noch 2, 3 Atemzüge so für dich. In den Bauch, in die Rippen, in den Brustkorb. In den Brustkorb und die Schlüsselbeine. Den Atem für einen Moment anhalten. 4 Zähler, 6 Zähler, nicht zu lang. Und über deinen Mund wieder aus. Ein Atemzug. Und dann lass den Atem durch deine Nase ein- und ausfließen. Bring eine Hand aufgefächert auf dein Herz und die andere Hand auf deinen unteren Bauch. Auch hier füllt sich mit der Einatmung dein Bauchraum, dein Brustkorb. Mit der Ausatmung leert sich der Brustkorb und der Bauchraum wieder. Wenn du deine Beine aufgestellt hattest oder in Supta Baddha Konasana lagst, dann streck jetzt deine Beine aus. Und dann schließen wir die Beine, schieben die Fersen nach vorne, die Zehen zeigen nach oben. Und dann streck deine Arme über den Kopf. Deine Schultern bleiben entspannt weg von den Ohren, deine unteren Rippenbogen ziehen nach hinten. Dann nicht den Brustkorb nach oben schieben. Deine Fersen ziehen nach unten und deine Fingerspitzen nach oben. Mach dich lang. Mit
Der Atem fließt trotzdem tief und vollständig. Ja, und dann lass ein bisschen lockerer hier mit der Ausatmung. Und mit der Einatmung zieh dich wieder lang, die Fersen nach unten und die Fingerspitzen ziehen nach oben. Ausatmen, lass locker. Einatmen, streck dich, die Fersen nach unten, die Finger nach oben. Und ausatmen, wieder locker. Noch einmal einatmen, streck dich. Und ausatmen, locker. In der nächsten Einatmung strecke jetzt nur deine rechte Seite, also deine rechte Ferse und deine rechten Finger. Zieh nach oben und nach unten, nicht in die Länge. Und ausatmen, lass locker. Wieder nur die rechte Seite, einatmen, Ferse zieht nach unten, Fingerspitzen nach oben, Schultern entspannen. Ausatmen, lass locker. Noch einmal die rechte Seite, einatmen, mach dich lang. Und ausatmen, lass locker. So, auch die linke Seite mit der Einatmung. Schieb deine linke Ferse nach unten und deine Finger ziehen hoch. Und mach dich lang hier. Und ausatmen, lass locker. Einatmen nochmal in die Länge. Und loslassen mit der Ausatmung. Das dritte Mal. Ferse zieht nach unten, Finger nach oben, einatmen. Und ausatmen. Einatmen, mach dich nochmal ganz lang, schieb beide Fersen weg und die Finger ziehen nach oben, Rückenbogen nach innen ziehen. Und ausatmen, lass locker, nimm deine Arme wieder entspannt nach unten. Stell deine Füße auf. Bring deinen unteren Rücken zum Boden und streck jetzt das rechte Bein nach oben zur Decke. Und dann nimm hier jetzt deinen Gurt, wenn du brauchst, als Armverlängerung. Leg dir den Gurt um deinen rechten Fußballen und nimm den Gurt mit langen Armen hier. Ja, oder dein Handtuch oder dein Gürtel, das was du hast. Du kannst auch die Finger, die Peacefinger an den großen Zeh nehmen und schau, wie es für dich hier möglich ist. Schau, dass du entspannt bleiben kannst in den Schultern. Und dass dein rechtes Bein gestreckt ist. Schieb die Ferse nach oben und dein Kreuzbein nach unten. Du kannst deine linke Hand ganz locker auf deine Hüfte ab. Atme tief und atme vollständig. Lass mit der Ausatmung die Beinrückseite weicher werden. Ganz achtsam und ganz langsam, lass jetzt das linke Bein am Boden entlang in die Länge gleiten. Schau mal, dass du die Dehnung des rechten Beines nicht loslässt. Stück für Stück schiebt sich die linke Ferse weiter nach vorn. Du musst das linke Bein gar nicht ganz durchstrecken. Schau, dass dein rechtes Bein gestreckt bleiben kann. Deine Schultern entspannt, Nacken bleibt lang, Atem fließt.
dann stell einatmen deinen linken Fuß wieder auf. Und ausatmen, stell den rechten Fuß mit dazu. Löse deine Hände vom Gurt, löse den Gurt, löse deine Hände von deinem Fuß. Bring deinen unteren Rücken wieder mehr zum Boden, bewusster hin. Und dann streck das linke Bein nach oben zur Decke. Nimm dir wieder den Gurt um deine Fußballen, deinen Fußballen. Oder greif dir den großen Zeh. Schau aber, dass dein Bein wirklich gestreckt ist. Nicht so viel wollen. Achtsam und bewusst üben. Schieb deine Ferse nach oben. Kreuzbein zieht nach unten. Deine Schultern bleiben entspannt. Die rechte Hand gerne ganz locker auf die Hüfte, auf das Becken ablegen. Ganz langsam streck dann das rechte Bein in die Länge aus, die Ferse am Boden entlang nach vorn. Schau, dass du die Dehnung des linken Beines hältst. Auch hier muss ich das rechte Bein gar nicht ganz durchstrecken. Schau, wie es für dich machbar ist. Und atme tief in die Dehnung hinein. Einatmen, stell deinen rechten Fuß wieder auf. Ausatmen, stell deinen linken Fuß mit dazu. Und dann roll über deine rechte Seite. Und helfe mit der linken Hand nach oben, um in den Vierfüßlerstand hineinzukommen. Richte dich ein in deinen Vierfüßlerstand hier, deine Handgelenke wieder unter die Schultern, deine Knie unter die Hüftgelenke. Einatmen, lass den Bauch absinken, schieb das Herz nach vorne, zieh deine Schulter zurück, öffne den Blick nach vorne. Und ausatmen, roll dich an, leg Richtung Bauch. Einatmen, öffnen in den Pferderücken. Und ausatmen, ganz rund werden im Katzenrücken. Einatmen, öffnen. Und ausatmen, ganz rund werden. Noch einmal einatmen, öffnen. Und ausatmen, rund werden. Einatmen, komm in eine neutrale Position für deinen Rücken zurück. Ausatmen, stell deine Zehen auf und setz dich auf deine Fersen nach hinten ab. Einatmen, streck deine Arme schulterbreit und lang nach vorn. Mach dich ganz weit auf. Und mit der Ausatmung komm in deinen nach unten schauenden Hund hinein. Atme einmal ganz tief ein, schenk dir Länge hin. Und atme ganz tief aus, zieh deine Schultern weg von den Ohren. Einatmen, heb dein rechtes Bein nach hinten und nach oben, ganz locker hin.
Ausatmen, bring den Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Und mit der Einatmung mach dich lang hin. Ausatmen, bring dein linkes Knie nach unten. Und verlängere gerne deine Arme auf den Blöcken, auf deinen Büchern, was auch immer du zur Verfügung hast. Achte auf dein vorderes Knie. Mit der Ausatmung schieb das Becken weiter nach vorn und nach unten. Die bleibt über dem Fußgelenk. Wenn du merkst, du gehst mit dem Becken tief und das Knie schiebt sich über deinen Fußrücken, korrigiere hier den Fuß. Lass los mit der Ausatmung. Jedes Mal ein Stück mehr hier in deiner Hüfte. Und dann bring deine Hände zum Boden und heb einatmen das linke Knie und dreh zurück in den nach unten schauenden Hund. Bring dein rechtes Bein nach hinten und mach dich lang auf hin. Schultern weg von den Ohren, Körpermitte aktiv. Mit der nächsten Einatmung heb dann dein linkes Bein nach hinten und nach. Und ausatmen, führ den Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Einatmen, öffne deine Brustwirbelsäule und ausatmen, nimm dein rechtes Knie nach unten. Auch hier schau wieder nach dem Knie, achte darauf, dass das Knie über dem Fußgelenk steht oder der Fuß weiter vorne ist. Deine Schultern bleiben wieder hinten, zieh deine Schultern weg von den Ohren. Und mit jeder Ausatmung komm etwas tiefer hin. Ganz bewusst, lass dich weicher werden mit der Ausatmung. Setz deine Hände wieder flach auf. Heb dein rechtes Knie und tritt wieder zurück in den nach unten schauenden. Öffne dich hier noch einmal ganz bewusst. Schieb das Gesäß nach hinten und nach oben. Roll deine Schultern weg von den Ohren. Und dann tippe ganz gemütlich mit den Füßen nach vorne zu deinen Händen und lass dich hier sinken in deine Vorwärtsbeuge hinein. Beug deine Knie, einatmen, nimm deine Arme über die Seite weit nach oben. Und mit der Ausatmung bring deine Hände vor das Herz. Aufrechter Stand am Beginn deiner Tadasana. Einatmen, heb deine Arme nach oben, mach dich lang. Und ausatmen, tauch mit langem Rücken in deine Vorwärtsbeuge hinein. Einatmen, öffne in den geraden Rücken, Brustwirbelsäule lang. Und ausatmen, lass wieder los in Uttanasana. Setz deine Hände auf, einatmen in dein rechtes Bein, großer Schritt zurück. Und mit der Ausatmung bring dein rechtes Knie nach unten.
Einatmen, schiebt das Becken zurück, bis der rechte Oberschenkel nahezu senkrecht steht. Und ausatmen, streckt das linke Bein und flext den Fuß. Auch hier hast du vielleicht deine Blöcke, um deine Hände abzustützen. Schieb dich lang mit der Einatmung, komm tiefer mit der Ausatmung, Bauch möchte zum Oberschenkel. Einatmen, schaff wieder Länge. Und ausatmen, komm tief. Einatmen, Länge. Und ausatmen, tief. Länge schaffen. Und loslassen. Einatmen, komm wieder ein Stück weiter nach oben. Ausatmen, stell den vorderen Fuß ab. Bring deine Hände unter die Schulter. Einatmen, heb dein rechtes Knie. Und bring jetzt das linke Bein zurück in den Liegestütz hinein. Ausatmen, komm Knie, Brust und Kinn zum Boden. Und mit der Einatmung schlänge dich nach vorne in eine kleine Kobra, Ellbogen ran. Ausatmen, stell deine Füße auf, Po nach hinten und nach oben, komm in den nach unten schauenden Hund. Atme ganz tief ein, schenk dir Länge in deinem Rücken, die Beine zu strecken, ist gar nicht so wichtig. Atme ganz tief aus, entspanne deine Schultern. Und dann tippe ganz gemütlich mit den Füßen wieder nach vorne zu deinen Händen. Und ausatmen, lass los in deine Vorwärtsbeuge, auch hier gerne mit gebeugtem Knie. Und einatmen, nimm deine Arme über die Seite weit nach oben, streck dich. Und ausatmen, nimm deine Hände vor das Herz. Einatmen, heb deine Arme nach oben, streck dich. Und ausatmen, tauch ab mit langem Rücken in deine Vorwärtsbeuge hinein. Einatmen, öffne gerade Rücken, Brust, Wirbelsäule lang. Und ausatmen, lass wieder los. Jetzt dreht links zurück mit der Einatmung, großer Schritt nach hinten. Und ausatmen, bring dein linkes Knie nach unten. Mit der Einatmung schieb das Becken zurück, bis der linke Oberschenkel nahezu senkrecht steht. Und ausatmen, streck das vordere Bein und flex deinen Fuß. Also deine Zehen zeigen nach oben. Schultern bleiben hinten. Schaff dir Länge mit der Einatmung und komm tiefer mit der Ausatmung. Einatmen und ausatmen. Einatmen, Länge und weicher werden mit der Ausatmung. Noch einmal einatmen und ausatmen. Einatmen, komm wieder so weit nach oben, dass du deinen Fuß, den rechten Fuß aufstellen kannst. Mit der Ausatmung Hände unter deine Schulter. Streck das linke Bein, komm zurück in den Liegestütz mit dem rechten Bein. Ausatmen, komm Knie, Brust und Kinn zum Boden. Einatmen, Schlänge nach vorne, kleine Kobra, Ellbogen ran. Und ausatmen, komm wieder in den nach unten schauenden Hund hinein. Atme ganz tief ein hier. Atme ganz tief aus. Mit der Einatmung schließ jetzt deine Hände, sodass deine Daumen sich berühren. Und dann schau zu deinen Händen und deine Füße kommen jetzt außerhalb deiner Hände auf die Matte. Lauf mit dem rechten und mit dem linken Fuß nach vorne und komm so in Gelassenheit, bring das Becken nach unten. Schau, dass deine großen Zehen vielleicht auf der Matte stehen und deine kleinen Zehen außerhalb der Matte sind. Wenn deine Fersen nicht zu Boden kommen möchten, dann hast du vielleicht Blöcke oder du kannst dir auch eine Decke rollen und die Decke unter deine Fersen setzen. Schau, wie es für dich geht.
Wenn es gar nicht geht, hast du vielleicht einen Block und da kannst du dich auch ganz bequem auf den Block absetzen. Ja? Dein Gelassener, deine Hocke hier. Schau, wie es für dich möglich ist, hier zu sitzen. Jetzt bring deine Ellbogen in die Innenseite deiner Knie und schieb mit den Ellbogen deine Knie in die gleiche Richtung wie deine Füße. Schließe deine Hände und bring deine Hände vor das Herz. Wenn du merkst, wir ziehen die Schultern nach oben, nimm den Abstand deiner Arme etwas geringer, entweder fass mit den Händen deine Unterarme oder deine Oberarme. Mach dich lang mit der Einatmung, heb das Brustbein und zieh deine Schultern zurück. Und ausatmen, roll das Becken nach vorne, um so deinen Rücken zu strecken. Atme tief und atme vollständig. Mit der nächsten Einatmung, die kommt, stehen wir nach oben auf. Dazu löse deine Hände, nimm deine Arme über vorne nach oben. Mach dich lang hier und ausatmen. Nimm deine Arme nach unten und schließe deine Füße. Tadasana, aufrechter Stand, Schambein zum Bauchnabel. Heb das Herz, entspanne deine Schulter. Setz dir einen Konzentrationspunkt, einen Punkt, der sich nicht bewegt. Aktive Körpermitte, geöffnetes Herz, entspannte Schultern. Verlagere das Gewicht auf dein rechtes Bein. Wir kommen in Achtsamer in den Bauch. Dazu nimm den linken Fuß entweder an die Innenseite deiner Wade oder an die Innenseite deines Oberschenkels. Schau für dich, wie es für dich geht heute. Aktiviere nochmal bewusst deine Körpermitte, bring das linke Knie etwas mehr nach außen. Erde dich mit der Ausatmung und dann öffne deine Arme nach rechts und nach links. Bitte ein. Bleib hier. Schultern bleiben entspannt. Bring ausatmen deine Hände vor das Herz. Dreh dein Knie nach vorne und lass das Bein ganz langsam nach unten sinken. Nimm deine Arme wieder nach unten und dann spür mal in die Unterschiedlichkeit deiner Körperhälften hinein. Um das wieder auszugleichen, nimm auf die andere Seite, Achtsamer. Lage das Gewicht auf dein linkes Bein, setz dir wieder einen Konzentrationspunkt. Heb deinen rechten Fuß an die Innenseite der Wade oder an die Innenseite deines Oberschenkels, immer oberhalb oder unterhalb des Knies. Bring dein rechtes Knie noch mal ein Stück weiter nach außen, aktiviere deine Körpermitte noch einmal. Erde dich mit der Ausatmung und bring deine Arme zur Seite mit der Einatmung. Breiter Bauch heute hier. Rechts und links wahrnehmen. Deine rechte männliche Seite, deine linke weibliche Seite. Deine beste Eigenschaft und die vermeintlich schlechteste Eigenschaft. Nimm sie wahr. Gleich sie aus mit der Ausatmung, indem du deine Hände vor das Herz nimmst. Und das Knie nach vorn und das Bein ganz langsam nach unten. Einatmen, mach dich lang und achte darauf, dass deine Körpermitte aktiv bleiben kann. Wenn du ausatmen, jetzt nach vorne kommst in die Vorwärtsbeuge.
Einatmen, öffne deinen geraden Rücken, Brustwirbelsäule ganz lang. Und ausatmen, lass wieder los. Einatmen, rechtes Bein, großer Schritt zurück. Ausatmen, rechtes Knie nach unten. Einatmen, schieb das Becken zurück. Ausatmen und streck das vordere Bein. Einatmen, mach dich ganz lang. Ausatmen, komm tiefer, Bauch möchte zum Oberschenkel. Einatmen, komm nach oben. Ausatmen, stell den linken Fuß ab, Hände flach. Einatmen, heb das rechte Bein, zieh das linke Bein mit zurück, Liegestütz. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn zum Boden. Einatmen, Schlängel nach vorne in eine kleine Kuh. Ausatmen, komm innen nach unten, schauenden Hund hinein. Atme ganz tief ein hier. Und atme ganz tief aus. Einatmen, bring deine Hände wieder zueinander, dass deine Daumen sich berühren. Dann schieb dich nochmal kräftig nach hinten. Blick nochmal zu deinen Fingern, deinen Händen und bring deine Füße wieder nach vorne. Diesmal das linke Bein, den linken Fuß zuerst und den rechten dazu. Wieder in Gelassenheit, wieder in deine Hocke hinein. Schau hier wieder, dass Knie und die Zehen in eine Richtung zeigen. Ja, achte darauf, dass die Knie nicht nach innen kippen. Das ist gar nicht gut für die Innenwände. Richte deine Hocke wieder so für dich ein, wie es für dich möglich ist. Deine Ellbogen wieder in die Innenseite, deine Knie, Hände zueinander oder deine Arme greifen. Und deine Füße sind geerdet auf den Blöcken, auf der Decke. Setz dich ab auf den Block. Ruhe und Gelassenheit soll die Position uns schenken. Und dass du dir sie so einrichtest, dass du auch gelassen bleiben kannst. Heb das Herz mit der Einatmung, roll deine Schulter zurück. Ausatmen, schieb das Becken noch mal ein Stück weiter nach vorne und nach unten. Tiefer, langer Ein. Und tiefer, langer Ausatmen. Mit der nächsten Einatmung, die kommt, stehen wir auch wieder auf. Löse deine Hände, zieh deine Arme über vorne nach oben. Einatmen, komm zum Stehen. Ausatmen, bring deine Arme nach unten und schließe deine Füße hin. Wieder aufrechter Stand, aktive Körpermitte. Heb das Herz, entspanne die Schulter. Und dann verlagere das Gewicht wieder auf dein rechtes Bein. Setz dir wieder einen Konzentrationspunkt, einen Punkt, der sich nicht bewegt. Und mit der nächsten Einatmung heb dann das linke Knie über vorne an deine Brust, schnapp dir das Schienbein mit beiden Händen, flex deinen rechten Fuß. Erde dich mit der Ausatmung. Und entweder bleib hier oder greif mit den Peacefinger deines linken Hand an deinen linken großen Zeh. Nimm deine rechte Hand in die Hüfte. Öffne das Herz mit der Einatmung und streck das linke Bein ganz langsam nach vorne aus. Ja, schau, wie es dir geht. Entweder Bein strecken oder lass das Knie gebeugt und halte hier. Deine Position, 2-3 Atemzüge hier. Und dann beug das Knie, wenn das Bein gestreckt war. Und stell den Fuß langsam wieder ab. Bleib gelassen, wenn du aus der Balance fällst hier. Heb das Herz, erde deine Füße. Verlagere das Gewicht auf dein linkes Bein. Setz dir deinen Konzentrationspunkt. Und dann komm wieder langsam in die Position, indem du das Knie erstmal zur Brust nimmst. Heb das Herz, entspanne deine Schulter. Flex deinen rechten Fuß. Und
dann schau wieder, bleib entweder hier oder greif um. Peacefinger von deiner rechten Hand greifen den großen Zeh. Du hast auch den Gurt gegebenenfalls. Dann streck das Bein, wenn du magst. Heb das Herz, entspanne deine Schultern. Schau, was für dich möglich ist heute. Ganz langsam, egal wo du bist, komm wieder zurück. Und stell deinen rechten Fuß ab. Sehr gut hier. Einatmen. Mach dich lang. Festbleiben in deiner Körpermitte. Und ausatmen, tauch ab mit langem Rücken in deine Vorwärtsbeuge hinein. Einatmen, gerade Rücken, Brustwirbelsäule ganz lang. Und ausatmen, lass wieder los. Dein linkes Bein geht einatmen, großer Schritt zurück. Und ausatmen, bring dein linkes Knie nach unten zum Boden. Einatmen, schieb das Becken zurück. Und ausatmen, streck das vordere Bein, flex den Fuß. Atme ein, zieh dich ganz lang. Ausatmen, komm tiefer, Bauch zum Oberschenkel. Und einatmen, komm wieder zurück. Ausatmen, stell den rechten Fuß auf, deine Hände flach zum Boden. Einatmen, hebt das linke Bein, rechtes Bein zurück in den Liegestütz. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn zum Boden. Einatmen, Schläge nach vorne, kleine Kura. Und ausatmen, kommt in deinen nach unten schauenden Hund hinein. Atme ganz tief ein hier. Und atme ganz tief aus. Mit der Einatmung heb deine Fersen, komm mit einer schönen Wellenbewegung nach vorne in deinen Liegestütz hinein. Und mit der Ausatmung bring deine Knie nach unten zum Boden. Schieb das Becken etwas mehr nach vorne, Schambein zum Bauchnabel. Und dann komm jetzt mit langem, geraden Rücken nach unten, deine Ellbogen gehen zurück. Und dann dreh dich auf deine rechte Körperhälfte. Und nimm deinen Kopf in deine rechte Hand, stell deinen Ellbogen auf. Und dann streck deine Beine und flex deine Füße. Schau, dass Oberkörper, Becken und Beine in einer Linie bleiben können. Stütze mit deiner linken Hand gerne hier vorne ab. Bleib aktiv. Auch hier kannst du gegebenenfalls eventuell deinen Gurt als Hilfe nehmen. Stell deinen linken Fuß auf das rechte Bein. Bleib in deiner Körpermitte ganz aktiv. Schambein zum Bauchnabel. Und dann nimm dir entweder den Gurt oder greif auch hier mit dem Peacefinger deinen großen Zeh. Finde deine Balance hier. Und ganz langsam mit der Einatmung streck das linke Bein nach oben aus. Ferse schiebt nach vorne. Du kannst auch dein Bein hier unten halten, wenn du jetzt deinen Gurt nicht greifen möchtest. Schau, dass du nicht zu sehr nach hinten kippst. Schultern weg von den Ohren. Aktive Körpermitte. Dem weisen Vishnu gewidmet. Und dann beug ganz langsam dein Bein. Stell den Fuß erstmal wieder auf deinem rechten Bein ab. Stütz dich ab mit deiner linken Hand und streck dann dein Bein aus. Und dann roll auf deine andere Seite. Roll über den Bauch auf deine andere Seite. Ich drehe mich um, sodass ich dir den Rücken nicht zuwende hier. Noch hier, stütz wieder deinen Kopf in deine linke Hand ab. Ich werde von der Sonne bestrahlt hier. Aktive Körpermitte. Ja, schau, dass wieder Oberkörper, Becken und Beine in einer Linie sind, also die Beine nicht hier vorne. Stütz dich ab mit deiner rechten Hand, sodass du deine Balance findest hier. Ja, es ist unangenehm mit deinem Hüftknochen hier. Dein
deinem Oberschenkelknochen, dann schau, dass du dir den Deckel drunter legst. Und dann stell deinen rechten Fuß erstmal auf deinem linken Bein ab. Finde wieder deine Körpermitte, die Stabilität in deiner Körpermitte. Schultern sind entspannt. Dann greif entweder mit den Peacefingern an den großen Zeh oder schnapp dir wieder den Gurt oder du kannst auch nur dein Bein schnappen. Schau, wie es für dich möglich ist. Achtsam hier. Und streck das linke Bein nach oben aus. Schieb die Ferse nach oben. Aktive Körpermitte. Ganz langsam dein Knie nieder. Stell als erstes den Fuß auf den linken Bein ab. Bring deine rechte Hand nach vorne. Und dann streck langsam das Bein aus. Und dann roll dich auf deinen Bauch. Leg deinen Kopf auf deine Hände. Bring deine Hände neben deine Brust und dann schieb dich nach hinten in die Stellung des Kindes hinab. In deine Position des Kindes. Gerne die Knie öffnen, die Arme nach hinten, die Hände unter deine Stirn, den Klotz unter deinen Kopf. Ganz langsam nach oben auf. Setz dich über eine Seite ab. Leg deine Fußsohlen zueinander und richte deinen Oberkörper auf. Ja, merkst du, es fällt dir schwer in der Aufrichtung zu sitzen? Setz dich leicht erhöht auf eine gefaltete Decke. Und mach dich lang. Heb das Herz, erde das Becken. Und nacheinander öffnen und grätschen wir die Beine hier. Schieb deine Fersen aktiv nach vorn und die Zehen zeigen nach oben. Öffne deine Beine so weit, dass du für dich eine angenehme Dehnung in der Beininnenseite findest. Nicht zu sehr. Auch hier ganz bewusst, ganz achtsam bleiben. Zieh das Schambein nochmal bewusster zum Bauchnabel und heb das Herz nochmal an. Und heb dann deine Arme mit nach oben. Schultern bleiben tief. Und mit der Ausatmung beginne mit langem, geraden Rücken nach vorne zu kommen. Lass deine Gesäßhöcker geerdet. Wenn du merkst, das Gesäß will sich abheben und deine Arme fallen nach vorne, verlier die Linie deiner Ohren, bring deine Hände nach unten zum Boden. Wenn du akuten Bandscheibenvorfall hast, bitte achte darauf, nicht zu tief nach unten zu kommen. Bleib hier in der Senkrechte sitzen, entspann die Grätsche. Wenn du einen guten Rücken hast, es dir gut geht heute, komm etwas tiefer. Schaff Länge mit der Einatmung hier und mit der Ausatmung komm etwas tiefer in deine Vorwärtsbeuge. Achte darauf, dass das Gesäß geerdet bleibt. Also vom Gefühl her, dreh das Becken ein bisschen nach hinten, also die Oberschenkel nach hinten und erdet das Becken. Und mit der Einatmung schafft ihr ein bisschen mehr Länge nach vorne. Der Kopf bleibt in der Verlängerung der Wirbelsäule. Schultern bleiben hin. Atme ein, schaff dir Lippen. Atme aus, werde etwas weich.
kannst auch gerne deine Augen schließen und deinen Atem bewusster wahrzunehmen. Der Einatmen wird dir Länge schenken und der Ausatmen wird dich weicher werden lassen. Ganz langsam. Lauf dann mit deinen Händen wieder zurück. Richte deinen Oberkörper auf. Und dann schließe deine Beine. Und nimm deine Fußsohlen wieder zueinander. Schau wieder, dass du aufgerichtet sitzt. Greife jetzt mit den Peacefingern deiner rechten Hand, deiner rechten großen Zehe. Aktive Körpermitte, entspannte Schulter. Und mit der nächsten Einatmung, die kommt, öffne jetzt das rechte Bein nach außen diagonal. Wenn dein Bein sich nicht strecken macht, dann lass das Knie gebeugt. Heb das Herz und roll deine Schultern zurück, weg von den Ohren. Lang in deinem Rücken. Halte dich mit der linken Hand gerne am linken Knöchel fest. Und ganz langsam komm zurück. Bring den rechten Fuß zurück. Richte dich wieder auf, heb das Herz, roll die Schulter zurück. Dann greif mit dem Peacefinger deiner linken Hand den linken großen Zeh. Bleib lang in der Wirbelsäule und mit der Einatmung öffne das linke Bein diagonal nach außen. Entweder das Knie bleibt gebeugt oder streckt das Bein. Heb das Herz. Schau, dass du nicht nach hinten rollst. Ja, ausatmen, erden. Einatmen, Leichtigkeit. Komm ganz langsam zurück. Und jetzt probieren wir das mit beiden Beinen. Die Position heißt der blühende Lotus. Und wenn wir jetzt die Beine öffnen zur Seite, dann gehen auch deine Mundwinkel mit nach oben. Schenk dir ein kleines Lächeln. Heb das Herz. Roll deine Schultern zu. Erde deine Sitzhöcker. Atme tief ein. Und öffne ganz langsam deine Beine zur Seite. Entweder lass die Knie gebeugt oder wenn du deine Beine strecken kannst, dann öffne deine Beine. Heb das Herz nochmal an. Entspanne deine Schultern. Atme. Und dann beug ganz langsam deine Beine an, kreuz deine Beine hier und fall rund nach vorne, entspanne für einen Moment. Roll dich ganz langsam nach oben auf. Halte dich fest in deinen Knie. Und roll dich dann nach hinten. Beide Knie zum Oberkörper. Schaukel auf deinem unteren Rücken nach links und nach rechts. Von hier
aus, streck einmal deine Beine nach oben zur Decke, schieb die Fersen nochmal nach oben. Dann streif dir so einmal über deine Beine, Rückseite. Noch gerne nochmal nach oben, bis zu deinen Fersen. Und vielleicht über die Vorderseite nach unten. Und dann beug nacheinander deine Knie. Stell deine Füße auf. Und gleite wieder in deine Position hinein. Wie zu Beginn der Stunde. Du kannst deine Beine strecken. Du kannst deine Füße aufstellen. Oder deine Knie nach außen sinken lassen und deine Fußsohlen zueinander nehmen. Schau, welche Position du vorher eingenommen hattest. Ob du jetzt die gleiche oder eine andere einnehmen möchtest. Entscheide ganz frei. Auch hier heb gerne das Gesäß nochmal etwas ab. Das Richtung Füße. Leg das Gesäß ab, sodass der untere Rücken breiter und entspannter aufliegen kann. Vielleicht magst du dich zudecken. Dir was überziehen. Leg deine Arme mit weiten Achselhöhlen ab. Die Schultern sind entspannt. Und auch hier atme über deine Nase ein und über den Mund aus. Mit oder ohne Geräusch, ganz frei für dich. Atme tief durch die Nase ein. Nochmal tief für den Mund aus. Ein drittes Mal tief durch die Nase ein. Über den Mund mit oder ohne Geräusch aus. Und dann schließe sanft deine Lippen. Die Mundhöhle bleibt weit. Und die Kiefer sind entspannt. Deine Gesichtshaut kann ganz weich werden. Deine Stirn glättet sich. Und das Gewicht des Kopfes lass los. Nacken und Hals können sich entspannen. Die Schultern liegen breit und schwer. Die Arme, die Hände, die Finger sind entspannt. Brustkorb sinkt mehr und mehr zurück. Der obere Rücken und der untere Rücken können sich entspannen. Und die Bauchdecke wird ganz weich. Alle inneren Organe können sich entspannen. Becken und Gesäß sinken schwer auf die Unterlage. Die Oberschenkel und die Unterschenkel entspannen sich. Die Anspannung in den Füßen kann gehen. Die
jeder Ausatmung lass dich etwas tiefer in deine Entspannung hineinsinken. Mit jeder Ausatmung lass ein Stück mehr los. Und genieße die Ruhe. Auf deine rechte Seite. Bleib auf deiner rechten Seite für einen Moment liegen. Wenn du so weit bist, mit der Hilfe deiner linken Hand nach oben zum Sitzen. In eine für dich bequeme Sitzposition. Richte dir dein Sitzen wieder so ein, dass du aufgerichtet sitzen kannst. Lass dein Becken geerdet nach unten sinken. Zieh den Scheitel lang nach oben, Wirbelsäule strecken. Und schließe nochmal sanft deine Augen für einen Moment. Deine Hände ruhen auf den Knien in deinem Schoß oder auf deinen Oberschenkel. Spüre in die Ruhe und die Gelassenheit, die dir die Stunde geschenkt hat. Lass die Ruhe und die Gelassenheit durch deinen ganzen Körper fließen. Lass die Ruhe und Gelassenheit durch deine Gedanken fließen. Die Ruhe und Gelassenheit in jede Zelle hineinfließen, sodass du Ruhe, Gelassenheit bist.
deine Hände vor das Herz. Mögen alle Lebewesen frei und glücklich sein. Namaste.